Stellt euch mal vor, ihr habt gerade frisch ein Baby bekommen und habt eure Jobs gekündigt, um auszuwandern in ein Tiny House auf eine Insel mitten im Atlantik. Klingt ziemlich krass, oder? Carmen und Stefan haben es tatsächlich durchgezogen und ihr komplettes Leben verändert. Haben sich gesagt, Leben, das geht auch anders. Und wie, das zeigen sie uns jetzt. Das kleine Paradies der beiden liegt auf der kanarischen Insel La Palma, ganz im Norden. Und eins schon mal vorab, die beiden hätten nach dem Umzug vor 6 Jahren mit Tochter Hailey am liebsten alles hingeschmissen. Also wir sind hier angekommen und dachten echt, wir sind auf der falschen Insel gelandet. Wir hatten alle Emotionen von Weinen über Lachen und Wut und ach, war das doch die richtige Entscheidung. Ich bin ganz gespannt, wie es überall aussieht. Hello, hello. Hi. Hallo. Na, kann ich reinkommen bei euch? Hallo. Ja, komm mal rein. Begrüßungskomitee ist Ja, auch aber echt, Katze, Hunde sind auch schon da. schon. Ja. Carmen, Stefan und Hailey wohnen in ihrem selbstgebauten Tiny House. Ja, hier, Bad. Hier haben wir unser Badezimmer. Ist nicht Bevor so wir erfahren, warum das Paar aus Rheinland-Pfalz ausgewandert ist, gibt's noch eine Roomtour. Ihr neues Zuhause sollte so nachhaltig wie möglich sein. Viel neu kaufen wollten sie nicht. Selbst Teile aus alten Waschmaschinen finden ihren Platz. Das Fenster da drüben, das ist ein Waschmaschinenbullauge. Das haben wir auch in Deutschland, haben wir noch ein paar Bullaugen organisiert, weil wir die Idee hatten, das als Fenster zu nutzen. Und dann haben wir das da eingebaut. Im Schlafzimmer haben wir auch noch welche eingebaut. Das ist eine coole Idee. Ja. Die Griffe zum Beispiel, das ist Holz aus unserem Wald hier und da haben wir auch in der Küche verbaut, um dem Ganzen unseren eigenen Touch auch zu geben und dann doch wieder mit der Natur auch verbunden zu sein. Hier haben wir noch ein Kuscheltier. Ah, sehr schön, noch ein Kuscheltier. Ja, ein Familienbett, wo nicht nur wir 3 drin schlafen. Die 2 kleinen Hunde, oder Happy und Honey, schlafen auch mit uns da drin. Und manchmal verirren sich auch noch Katzen dazu. Also ist eigentlich nicht der Plan, aber die schleichen sich nachts dann dazu. Und dann merkst du irgendwann, ach, es liegt dann da an meinem Bein und ach, so eine Katze, okay. Weil sie jetzt noch kein eigenes Zimmer hat, haben wir hier so ein bisschen ihr Reich gemacht und dann ist irgendwann die Planung noch ein neues Zimmer anzubauen. Bis dahin müssen wir das jetzt so lösen. Ja, das hier dient nicht nur als unseren Essplatz, sondern auch so ein bisschen ein Wohnzimmer-Flair mit den Sesseln, dass wir uns auch mal hinknallen können. Und ja, den Tisch zum Beispiel auch, den haben wir selbst gebaut. Das hatten wir in Deutschland gemacht, das war eins unserer ersten Projekte, wo wir zusammen was erschaffen haben und das hat auch richtig Spaß gemacht. Das Holz ist schon über 100 Jahre alt, aus einer alten Fabrik bei uns im Ort. Haben wir das über einen Bekannten bekommen und genau, haben es dann selbst bearbeitet. Einen Tisch zu bauen ist das eine, ein Tiny House das andere. Die beiden müssen mir unbedingt noch erzählen, wie sie das geschafft haben. Aber ist schon geräumig, finde ich. Ja, die ging vorher nur bis hier, die Arbeitsfläche. Genau, und auch die Schränke, das war alles. Genau, wir hatten 4 kleinere Waschbecken, also nur ein einzelnes. Und irgendwie, das war einfach zu eng, gerade wenn du zu zweit in der Küche bist. Ja, stimmt. Und vorher stand hier halt eine Couch, das war mit Tieren belegt. Wir haben halt 14 Katzen momentan, oder 15 Katzen. Ja. Bevor ihr euch wundert, die beiden haben mittlerweile tatsächlich ein kleines Tierheim. Welche tragische Geschichte dahinter steckt, erzählen sie uns später noch. Übrigens, so kamen die beiden mit ihrer 12 Wochen alten Tochter Hailey auf La Palma an. Vor 6 Jahren war auf dem Grundstück noch Wildwuchs. Und nicht nur das. Also wir sind hier angekommen und dachten echt, wir sind auf der falschen Insel gelandet. Wir hatten gefühlt 3 Monate nur Sturm und Regen. Schön. Also
Sturm wirklich so mit 140 km/h und so eine Geschichten. Ich habe den Wohnwagen mit einem Spanngurt am Baum festgemacht, weil der so im Wind gewackelt hat. Und wir dachten, der kippt den Moment um. Und Ja, ist, glaube ich, dann Schlamm wahrscheinlich auch ein bisschen hier. wow, und Matschig, alles, die der Wege. Wohnwagen, genau, schlammig. Und der Wohnwagen war ja mit diesem Spanngurt festgemacht, der war wie so eine Gitarrenseite gespannt. Und wenn der Wind mit 140 km/h, das war, als hätte jemand so einen Bass. Und der Wohnwagen war so der Klangkörper. Du bist halt nachts alle halbe Stunde hochgeschreckt, weil immer der ganze Wohnwagen. Wäre das so der Moment, in dem ihr abgebrochen hättet? Oder hättet ihr auch gesagt, weitermachen wie die beiden? Also warum habt ihr dann weitergemacht und habt gesagt so, okay, wir brechen nicht die Zelte ab? In Deutschland alles aufgegeben. Ich glaube, das war auch ein großer Grund, warum wir gesagt haben, nee, zurück. Also A, wollten wir nicht. Und B, wäre es auch gar nicht gegangen. Unsere Sachen waren im Container auf dem Weg hierher. Das war natürlich hart. Also wir hatten alle Emotionen von Weinen über Lachen und Wut und ach, war das doch die richtige Entscheidung. Also das war alles mit dabei. Aber das war so, wir müssen da jetzt einfach durch. Und die ersten Jahre, das wussten wir, wenn wir auswandern, vor allem so, wie wir das jetzt hier gemacht haben und nicht schon in ein fertiges Zuhause, das wird halt herausfordernd. Total, Ja. Dann hattet ihr ganz frisch das Baby und seid dann wirklich tatsächlich hierher gezogen. Wie kommt man auf die Idee, gerade in dieser Phase sozusagen, sich nochmal was Neues aufzuhalten, wo man sagt, okay, das ist jetzt auch nochmal richtig Arbeit, vor allem mit einem Neugeborenen. Wir hatten die Familienplanung schon, bevor wir gesagt haben, wir wandern jetzt aus. Und dann hatten wir erst überlegt, ob wir quasi pausieren und haben gesagt, nee, das ist das Leben und ne, wir wissen nicht, vielleicht dauert es einfach noch oder vielleicht passiert es jetzt einfach morgen. Und dann Wir hatten auch schon 2 Jahre gewartet und es ist nichts passiert, das muss man dazu sagen. Ja. Und dann haben wir gesagt, nee, wenn das jetzt sein soll, dann soll das so sein. Und dann war das so. Also nachdem wir gesagt haben oder die Anzahlung gemacht haben, 3 Monate später war ich schwanger. Und dann war das so. Klar, als wir hier ankamen, das war natürlich dann schon groß, als Eltern gerade mit einem Neugeborenen hier zu sein. Auf 9 Quadratmeter teilweise, wenn Sturm war, da haben wir das Vorzelt mussten wir abbrechen. Und dann haben wir auf 9 Quadratmeter, das längste war irgendwie 2 Wochen, bei Sturm, Regen mit 2 kleinen Hunden, mit einem Baby und wir. Ja, da lernt man sich kennen. Also würden wir es heute nochmal machen, würden wir es anders machen. Aber damals war das für uns der beste Plan und es ging. Ne? Die Frage ist klar immer wie, aber jetzt hinterher bin doch froh auch, das erlebt zu haben, zu wissen, wie das ist, bisschen back to the roots. Und dann weiß man auch Dinge wieder sehr zu schätzen. Ein Bad mit warmem Wasser und ja, genau, also viele Kleinigkeiten, wo wir dachten, ach, das geht schon. Und jetzt denke ich, ach, wie toll, dass wir das haben. Und in Deutschland war das alles, ja, das ist so normal. Was war der größte Struggle am Anfang? Ich glaube, herausforderndsten war das mit der Sprache und niemanden kennen. Also weil da waren wirklich nur wir 3. Und wirklich nachts auf Toilette gehen. Zum Ja. Ja, vom Wohnwagen raus ins echt super dunkle, wenn der Mond hier nicht scheint. Und ich bin jetzt kein Insektenfreund mit so vielen Beinen und dann aber raus zu müssen und das ist schon auch, ja, das war schon krass. Generell so rauszugehen im Dunkeln ist man nicht gewohnt. Und dann denkst du, ja, bist du irgendwo in der Wildnis, wenn du da jetzt rufst, hört dich ja keiner, aber Ich also hätte hier dich braucht man gehört. nicht rufen. Und man muss dazu sagen, La Palma ist einfach, also wenn man nachts rausgeht, man hört so viele Tiere und Geräusche. Ich weiß nicht, allein heute Nacht habe ich irgendwelche komischen Geräusche gehört. Von irgendeinem Vogel, glaube ich, weiß gar nicht. Aber ist schon manchmal dann gruselig, ne, im ersten Moment, wenn man es nicht kennt. Also und jetzt finde ich es total schön, abends im Dunkeln rauszugehen und die Milchstraße anzugucken und die Sterne zu beobachten. Und das ist echt super schön. Also es ist echt ein guter Platz. Und teilweise ist halt einfach nichts. Du hörst nichts. Das ist so unglaublich. Du hast so eine Ruhe und es ist so dunkel und du siehst die Sterne und wow. Arbeitsbedingt gehe ich morgens oft im Dunkeln spazieren mit den Hunden, bevor ich zur Arbeit gehe. Und wenn ich dann meine Kopflampe ausschalte und in den Himmel schaue und wow, gerade die letzten 3 Nächte, unglaublicher Sternenhimmel, total schön. Und wie kompliziert war es jetzt hier, dieses Haus letzten Endes zu bauen?
Also von der Sache her, ich habe glaube ich zweimal so ein bisschen eine Zeichnung gemacht bei irgendwelchen Sachen, aber ansonsten habe ich eigentlich alles aus dem Kopf und aus dem Gefühl. Wir haben vorher gesprochen, wo soll wie was hin, wie soll es sein, was kann ich machen oder in welcher Art und Weise kann ich es realisieren. Und ja, wir haben in der Planung im Rückblick ein bisschen verpasst. Wir haben viele Möbel mitgenommen aus Deutschland. Und zum Beispiel das Schlafzimmer das hätte einfach mal so 50 Zentimeter breiter sein müssen oder können. Und am Ende, ich hatte gerade in Deutschland, bevor wir los sind, ein großes, fettes Holzbett gebaut, ein richtig schönes Bett. Und musste dann leider so ein bisschen zurechtsägen, als wir hergekommen sind, weil einfach 20 Zentimeter gefehlt haben. Und dann haben wir, vor allem, wir haben den Platz, wir hätten es einfach auch ein bisschen strecken können. Und gut, aber das weiß man halt hinterher, ist man immer schlauer. Habt ihr einen Tipp für Leute, die auch eben ein Tiny House bauen? Worauf muss man achten? Also meine Erfahrung rückblickend, ich bin ja viel jetzt auch als Zimmermann unterwegs und arbeite als Zimmermann. Wir haben einen großen Fehler hier gemacht, wir haben unser Dach nicht isoliert. Weil die Überlegung war immer so, naja, im Winter können wir heizen, wir haben einen Ofen, kein Problem. Ich habe nicht dann gedacht, dass es im Sommer halt so tierisch heiß wird und dass halt das Dach, wenn es nicht isoliert wird, das ist wie eine Heizung. Okay. Und selbst wenn es abends draußen schon kühler wird, das Dach, wenn man die Hand hochstreckt, das fühlt sich an wie eine Heizung. Also da machen wir jetzt im Laufe dieses Jahres auf jeden Fall noch nachträglich eine Dämmung drauf. Und also ich kann nur jedem empfehlen, A und O, wenn man ein Haus baut, egal ob Tiny House oder Normalhaus, speziell hier auf La Palma, Dämmung ist halt A und O. Also wir hatten hier drin Höchsttemperatur 43,6 oder so Grad. Und würdet ihr sagen, irgendwie das hat euch irgendwie erfüllt, euer eigenes Haus selber zu bauen? Ja, also generell ja, schön. Trotzdem haben wir oft das Gefühl, uns fehlt irgendwie die Zeit, das auch tatsächlich zu genießen und das wahrzunehmen. Wir sind oft erwischen wir uns noch in diesem deutschen Rhythmus, in diesem deutschen Denken, schneller, weiter, mehr. Gerade das ist noch eine große Challenge für uns, die wir noch meistern können und dürfen. Versprochen, gleich erfahren wir mehr über die süßen Hunde und Katzen, die die Familie aufgenommen hat. Carmen, Stefan und die inzwischen 6-jährige Hailey haben hier wirklich mega viel Platz. Das Grundstück so groß wie fast 2 Fußballfelder. Was mir gefällt, es wirkt so schön verwunschen. Langfristig gesehen wollen die 3 sich möglichst selbst versorgen. Dabei achten sie beim Anbau darauf, dass sich die Pflanzen gegenseitig stärken. Permakultur heißt das. Winzig kleine Angestellte für den Garten brauchen sie trotzdem. Hier vorne haben wir unsere Wurmfarm. Ah, hier. Da sammeln wir den Wurmsaft als Flüssigdünger. Innen drin produzieren die Würmer Feststoffdünger sozusagen. Ja, Vorsicht, die lebt, also da kommen viele Tiere wahrscheinlich raus. Ah ja. Bei euch geht's aber mit den Fliegen. Ja, noch. Das kommt immer auf die Jahreszeit drauf an. Jetzt war es gerade. Da sind die ganzen Würmer. Ah, ja, wow. Das sind alles unsere Mitarbeiter. Guckt mal, hier wird fleißig gearbeitet. Und die produzieren hier drin festen Dünger sozusagen. Also der ist wie Erde, den kann man dann in den Garten mit einbringen. Und hier unten drunter sammeln wir Wurmsaft. Also Feuchtigkeit, die zu viel ist, läuft ab, läuft in den Behälter und den verdünnen wir dann 1:10. Und damit ihre Pflanzen genügend Wasser haben, nutzt die Familie ihr Abwasser und filtert es durch mehrere Pflanzen. Genau, hier haben wir unseren Grauwasserteich. Ah, okay, das heißt Grauwasserteich? Alles Wasser, was im Haus aus dem Hahn kommt, fließt hier in den Teich rein. Genau, also der ist ohne Folie, das ist einfach nur Erde gestampft. Und der ist so an der tiefsten Stelle vielleicht 60 cm tief. Und da sind auch verschiedene Fische drin, Goldfische, dann haben wir noch so kleine schwarze. Und verschiedene Wasserpflanzen, die helfen alle dabei, das Wasser zu reinigen und wieder zu klären sozusagen. Und auch in der Regel die Bäume, die hier drumherum wachsen, das sind die ersten, die im Frühjahr die Blätter haben und die letzten, die dann im Herbst die Blätter verlieren. Also die Pflanzen partizipieren alle
davon. Wie wichtig war das euch, da euch so zu verändern und nachhaltiger wahrscheinlich auch zu leben? Also wir hatten eine große Wohnung in Deutschland, ja, und haben das meistens gar nicht benutzt oder die meisten Zimmer nicht so richtig benutzt und haben dann halt auch festgestellt, ja, das brauchen wir alles so nicht. Wir haben eigentlich unsere Traumwohnung gefunden. Ja, aber gesagt, da Und ziehen sind wir da- nicht mehr aus. Haben wir gesagt so, und nach 4 Jahren haben wir dann festgestellt, so schön hat alles ist. Aber ja, für unsere Zukunft stellen wir uns irgendwie anders vor. Die Wohnfläche ist ein Drittel, obwohl wir viel mehr Tiere, viel mehr Menschen sind, Ja, die jetzt da drin wohnen. Aber im Vergleich zu Deutschland, sagen wir, leben wir wie die Hippies. Aber im Vergleich zu den meisten Nachbarn hier sind wir eigentlich immer noch die Snobs. Wir haben einen Ofen, wir haben fließend warmes Wasser, Waschmaschine, wir haben auch einen Trockner, wir haben eine Spülmaschine. Also, wir haben dafür auch eine große Solaranlage, die das dann auch alles hergibt. Das haben wir einfach gemerkt, dass wir das auch brauchen, diese Sachen. Also wir hatten ja lange ohne Spülmaschine oder klar, Waschmaschine haben wir mitgebracht. Das haben wir aber gemerkt, das brauchen wir einfach. Nachhaltiger Leben war also eine Motivation der beiden. Aber das allein war es nicht, weshalb die beiden ihr Leben komplett verändert haben. Wir haben in Deutschland sehr gut gelebt und unsere Freunde und Familie, oh, seid ihr verrückt? Wie könnt ihr hier alle aufhören? Die haben so tolle Jobs und so ein tolles Leben und reist so viel. Wir haben uns immer am Ende des Jahres gefragt, ja toll, wir haben so viel aneinander vorbeigelebt. Ich war halt in der Gastronomie tätig und bin oft nach Hause gekommen, da ist Carmen gerade aufgestanden oder kurz danach ist er aufgestanden und haben dann auf den Urlaub hingearbeitet, dass wir dann 4, 6 Wochen irgendwie verreisen konnten im Jahr, aber ja, und gerade mit dem Kind haben wir gesagt, nee, das Können wir uns so nicht vorstellen, die Zeit. Ein mutiger Schritt, finde ich. Damit es zum Leben auf La Palma reicht, haben die beiden ihre Ausgaben reduziert. Stefan geht zusätzlich noch arbeiten. Ach übrigens, in genau dem Wohnwagen, in den die beiden hergekommen sind, können jetzt Gäste übernachten. Also auch du. Denn die beiden brauchen immer mal wieder helfende Hände. Unter anderem auch für ihr Tierschutzprojekt. Das entstand nach dem großen Feuer im Norden La Palmas 2020. In der Nachbarschaft haben ganz viele ihr Haus und Hof verloren und sind gar nicht erst wiedergekommen nach dem Feuer. Die Tiere waren aber noch da. Okay. Und ich bin dann nach dem Feuer los und habe dann die Tiere hier rundherum versorgt. Und dann ging es dann los, dass wir so nach und nach von irgendwelchen Nachbarn und zurückgebliebene Tiere dann eingesammelt haben. Genau, und so ging die Geschichte los. Auch mit Gespendeten, wie gesagt, Materialspenden und so weiter. Alles sehr einfach. Und jetzt mittlerweile, wir haben noch 2 Hunde von der Kette gerettet und hatten schon viele Katzen hier im Durchlauf. Ja, meistens haben wir jetzt auch Tiere bekommen oder aufgenommen, die so sehr pflegebedürftig sind und intensiv, wo halt die meisten Leute auch sagen, okay, das kann ich nicht oder will ich nicht. Und das zerrt dann zwar schon, aber es ist auch total schön, was die Tiere einem dann zurückgeben. Und jetzt haben wir da zum Beispiel, da haben wir gerade 3 junge Katzen. Die sind noch etwas scheu, aber mega süß, sag ich euch. Die 3 stecken echt viel Zeit hier rein. Ihr Tierheim wollen sie sogar noch erweitern. Unser großer Wunsch ist natürlich, dass wir denen ein großes Freigehege bauen. Wir haben eine Fläche, wo wir so um die 400 Quadratmeter abzäunen könnten, wo die dann halt wenigstens tagsüber einfach frei laufen könnten, wo wir auch einen kleinen Agility-Park hinbauen wollen. Aber das ist halt einfach auch eine Geldfrage. Und da sind wir auf Spenden einfach angewiesen. Und das wäre so für die Zukunft ein großes Projekt, was wir gerne realisieren würden. Infos zum Tierschutzprojekt gibt's natürlich in der Caption. Was würdet ihr anderen raten, die vielleicht davon träumen, das auch zu machen, auszuwandern? Es zu machen, es zu probieren. Also auch wenn man vielleicht nach einer Zeit feststellt, okay, das ist jetzt doch nicht das Leben, was ich mir vorgestellt habe, aber dann habe ich es am Ende, ich habe es gemacht, ich habe es probiert und es einfach zu machen, weil hätte, würde, könnte. Ja, jetzt und es ist auf jeden Fall eine Erfahrung und ein Abenteuer. Und wenn wir einfach so da drin bleiben, dann können wir gar nicht wachsen. Ja. Wir haben noch nie vorher Grundstück gekauft, oder Immobilie, sonst irgendwas. Es war praktisch alles neu. Dann noch im Ausland. Wir mussten öfters tief durchatmen. Und so wie wir aufgewachsen sind, war so eigentlich der Weg so vorgezeichnet. Aber
Es gibt wirklich noch ganz viele weitere Möglichkeiten links und rechts des vorgegebenen Weges. Und diesen Weg muss jeder von uns für sich selbst finden. Also ich finde es mega beeindruckend, was die kleine Familie hier innerhalb von 6 Jahren auf diesem Grundstück geschaffen hat. Was meint ihr dazu? Wäre das auch was für euch? Der Traum vom Auswandern? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr es nicht schon getan habt, lasst mir doch super gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auch gar nicht die nächste Folge. Ich würde mich mega freuen und bis dahin, macht's gut.